Stichwort Columbia, Missouri. Du warst ja erstmal hier als Equipment Guy in den Ja, 90ern tätig. Und was ist dann passiert? Wie hast du es ja, rübergeschafft? Zufälle. Wir spielten, wie ist das? Ein Freund von mir meldete sich, da war ich noch bei Trittau. Ein Freund von mir meldete sich, der war in Minnesota Germanistikprofessor an der Uni, eine Division 3 Schule. Also Division 3 vergibt keine Sportstipendien, das sind alles nur schulbezogene Stipendien. Das heißt, die Jungs haben Football gespielt, weil sie Bock drauf hatten. Ja. Und der hat da drüben so ein bisschen Ahnenforschung betrieben, deutsche Auswanderer in Amerika und viele Go West und sind ja dann, das habe ich später auch in Missouri festgestellt, haben dann festgestellt, Mensch, wie groß ist dieses Land eigentlich und haben es gar nicht bis nach Kalifornien geschafft und sind dann eben auf halber Strecke in Anführungsstrichen in Minnesota und wie sie alle heißen, hängen geblieben. Und der hatte damals schon so ein Austauschprogramm mit dem Shanty-Chor, mit dem Plattdeutsch-Club und irgendwann hat ihn der Football-Coach angesprochen und hat gesagt, sag mal, spielen die in Deutschland auch American Football? Mhm. Und über einen anderen Freund hat der sich bei mir gemeldet, weil er sagt, du, von Sport habe ich keine Ahnung. Und da haben wir diese Division 3 Mannschaft damals für 10 Tage nach Deutschland geholt, sind mit denen nach Schwerin, ehemaliger Ostblock, former German Democratic Republic, das hat die interessiert. Hier Okay. in Hamburg Sachen gemacht, sind mit denen nach Lübeck, sind mit denen nach Flensburg. Brauereibesichtigung war auch ein sehr feuchtfröhliches Erlebnis, weil damals der Marketingleiter der Flensburger Brauerei war der Vater von einem Wide Receiver Kumpel von mir, von den Sealords. Okay. Wir haben gegen die auch gespielt, das war zu meiner Trittauer Zeit. Und der Defense Coordinator, mit dem am letzten Wochenende haben wir die privat untergebracht. Der Defense Coordinator war damals bei uns zu Hause untergebracht. Und den habe ich 2002 in Minnesota besucht. So, und ich war da ja schon ein paar Jahre Equipmentmann und was ich vorhin sagte, Tribüne sitzen fand ich doof. Und Internet, ja, gab es schon mal so, AOL, ich bin drin. Aber ich habe dann einfach mal zum Telefonhörer gerufen und habe die Universität angerufen, die Minnesota Gophers, die Division 1 Schule. Und habe gesagt, ja Mensch, Andreas Hittergott, Großdeutschland, ich schraube hier Helme. Wie sieht das denn bei euch aus? Und freundlich wie Amerikaner ja gerne mal sind, hat die mich in den Equipment Room durchgestellt. Und habe dann da mit Dan Glinski gesprochen und Dan sagt, wann landet ihr? Ja, dann und dann. Ja, sagt er, wunderbar. Wie sieht's aus? Mittwochmorgen, 10 Uhr, Frontgate, ich hole dich ab. Und dann bin ich da reingekommen und habe das erste Mal den Division One Equipment Room von innen gesehen und total geflasht. Also ich dachte hier schon, wir wären der heiße Shit hier in Hamburg, aber was ich da gesehen habe, die ganze Decke hängt voll mit Helm. Ja. Ich dachte, das denn? Das sind unsere Spielhelme, das andere sind unsere Trainingshelme. Ach so, ja nee, mein Fehler. Mir denn da alles gezeigt und sagte, hast du Bock heute Nachmittag zum Training zu kommen? Ich sage, wieso ist Training hier offen? Nee, sagt er, aber du bist mit mir unterwegs. Und das war dann die nächste Herzrhythmusstörung. Ich komme auf diesen Platz und kannte natürlich dieses System nicht. Das war bei uns, war zwar auch Dampf auf dem Kessel, aber da drüben ist natürlich alles gescriptet, weil es ist ja regelseitig vorgeschrieben, wie viel Stunden in der Woche du mit Helm und mit Kontakt trainieren darfst und nicht. Und deswegen ist so ein Practice da drüben auf die Sekunde durchgescriptet. Und das läuft in Einheiten drüben ab und da stand da immer einer mit so einem Foghorn, mit so einer Tröte. Und wenn da noch 120 Aktive sind und was weiß ich, 20, 25 Coaches und ich habe da gestanden so, wer löst denn dieses Rätsel? Wo laufen diese ganzen Menschen hin? Was ist hier los? Also das war schwerst beeindruckend und jetzt sagt er so, hast du ja schon mal alles gesehen, jetzt müssen wir das Ganze aber auch rund machen. Wir spielen Samstag gegen Michigan, melde dich mal an der und der Kasse, da liegen Karten für dich. Und dann sind wir da Samstag hin und ich an die Will Call Kasse und ich sage, ja, hier, Herr Heddergott, hier sollen Karten liegen. Hier liegt nichts. Wer hat die denn für dich zurückgelegt? Ja, hier, Dan Glinski, Equipment. Ja, nee, hier, die falsche Kasse. Freunde des Teams haben extra Eingang. Ich so, was geht? Und dann da in den Bowl und den Familienblock an der 50-Yard-Linie. Die Gophers haben verloren. Wir waren die Woche drauf auch nochmal bei dem Spiel gegen Iowa. Das war insofern sehr interessant, als das Iowa gewann das Spiel. Die hatten fürchterlich viele Fans mit. Wir auch komplett in Gophers Gear. Saßen im Iowa Fanblock, war nicht so geil. Und die waren so begeistert, dass die das Feld gestürmt haben und den Goalpost mitgenommen haben. Oh, okay.
Und die hatten kein Backup Goalpost. Aha. Die brauchten den Goalpost. Wir sitzen im Auto und, ey, liebe Iowa-Fans, wäre schön, wenn ihr den Goalpost zurückbringen könntet, weil morgen spielt hier eine Truppe, habt ihr vielleicht schon mal gehört, die Minnesota Vikings, und die hätten gerne den Goal. An dem Abend war da noch ein Division 3 Spiel oder sowas, die haben wirklich nur auf ein Goal gekickt, weil bis dahin war das nicht wieder da. Wow. Also, naja, der hat mich damals aber jedenfalls gefragt, Ja. Mensch, Equipment, wir haben hier eine Equipment Manager Vereinigung, die AMA, American Equipment Manager Association. Und ich sage, nee, also es gibt in Deutschland 2 Teams, die das in Anführungsstrichen auch nur so in der gleichen Galaxie unterwegs seid wie ihr hier. Das waren Hamburg und Braunschweig. Ja. Aber ich bin dann damals in diese Equipment Manager Vereinigung eingetreten. Habe dann da meinen Jahresbeitrag bezahlt und kriegte dann einen E-Mail-Newsletter, das gab es schon. Und auch ein paar Sachen per Post. Und als ich dann 2004, ich war inzwischen der sogenannte Sportdirektor bei den Blue Devils und unser Head Coach war Kirk Heidelberg. Heidelberg war vorher Assistant Coach in Toledo bei den Rockets. Und der Coachingstab der Toledo Rockets war zwischenzeitlich mehr oder weniger komplett nach Missouri gewechselt. Der Head Coach Gary Pinkel und der Offense Coordinator, Schrägstrich Quarterback Coach, David Yost, der hatte Heidelberg mal in Köln besucht und wusste so ungefähr, was hier in Deutschland talentmäßig los ist. Und vom Level her, der hatte gerufen, wir haben hier einen, den solltest du dir mal angucken, der hat die ersten beiden Jahre seiner College-Zeit Quarterback gespielt. Dann kam jemand, der war, Brad Smith, der war deutlich besser, der hat dann hat Wide Receiver gespielt, aber den könnte ich mir für euch vorstellen als Quarterback in Deutschland. Okay. Ja, und Heidelberg, den Mann, der da damals bei den Devils das Geld gegeben hat, bequatscht, Carsten Peter Steffens, und der hat dann gesagt, Andreas, ich will da deutsche Augen mit haben, du fliegst damit rüber. Ich? Ich sage, ich kann dir hier Wäsche waschen, ich kann den Helm zusammenschrauben, ich bin kein Coach, was soll ich denn da? Nein, du fliegst da rüber, ich zahle das alles und Nicht okay.